Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der John Dewey Abendschule. Heute haben wir eine besondere Folge für Sie. Wir wollen nämlich einmal zurückschauen und uns mit der Geschichte der politischen Erwachsenenbildung beschäftigen. So ein Blick zurück kann manchmal sehr lehrreich sein, um zu verstehen, worauf sich die eigene Arbeit in diesem Bereich eigentlich gründet oder warum wir das tun, was wir tun und was wir vielleicht auch zu Recht hinter uns gelassen haben, aber auch in welchen Debatten wir seit mehr als 200 Jahren stecken geblieben sind. Mein Name ist Anja Besant, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Und auch für mich ist das eine besondere Folge. Warum? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wie Sie wissen, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, bin ich seit vielen Jahren im Bereich der politischen Bildung tätig. Um genau zu sein, sind das jetzt schon über 20 Jahre. Aber über lange Zeit war meine Arbeit sehr stark auf die schulische politische Bildung bezogen. Im Mittelpunkt meiner täglichen Arbeit stand die Aufgabe, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Gemeinschaftskunde, Sozialkunde oder Politik auszubilden. Und diesen Studierenden erzähle ich in ihrem ersten Semester durchaus auch die Geschichte dieses Bildungsbereichs. Ich habe die Geschichte der politischen Bildung also schon oft erzählt. Ich dachte auch wirklich, dass ich diese Geschichte gut kenne. Aber bei genauerer Betrachtung stimmt das gar nicht. Ich kenne nur eine Seite, nämlich die Geschichte der schulischen politischen Bildung. Warum ist das so? Zum einen natürlich, weil das der Teil der Geschichte ist, der für meine Arbeit lange Zeit bedeutungsvoll war. Zu meiner Entschuldigung ist aber vielleicht auch zu sagen, dass es noch einen anderen Grund gibt. Denn die Geschichte der politischen Bildung wird gerne entweder als Institutions- und Professions- oder als Begriffs- und Ideengeschichte erzählt. Institutions- und Professionsgeschichte heißt, im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die Frage, welche Strukturen oder Institutionen sich in diesem Bildungsbereich wann wie etabliert haben oder welche gesetzlichen Vorgaben wann beschlossen wurden oder wie, wann, wo welche Ausbildung für diesen Bildungsbereich zustande gekommen ist. Da steht dann, ob man will oder nicht, irgendwie immer die Schule im Mittelpunkt. Denn Lehrkräfte wurden schon sehr früh systematisch ausgebildet. Akteure für die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung aber nicht. Das ist ja selbst heute noch so. Aber das ist auch nur eine Seite. Denn eine ideen- und begriffsgeschichtliche Erzählung ist demgegenüber, zumindest in unserem Bereich, auch auf die Rekonstruktion didaktischer Konzepte und Ideen gerichtet. Aber auch die waren eben über lange Zeit ziemlich unmittelbar auf die Schule gerichtet. Wie man es dreht und wendet, immer wieder steht die Schule im Mittelpunkt, wenn wir uns mit der Geschichte der politischen Bildung beschäftigen. Die politische Erwachsenenbildung steht bei all diesen Betrachtungsweisen deutlich im Hintergrund. Sie kommt bestenfalls nach 1945 in den Blick. Wie kann man das ändern? Paul Tschubke hat mir geholfen, einen anderen Blick auf den Zusammenhang zu finden. Denn er macht in einem wirklich guten Text aus dem Jahr 2016 deutlich, dass die Geschichte der politischen Erwachsenenbildung erst durch eine sozial- oder kulturgeschichtliche Betrachtungsweise wirklich in den Vordergrund gelangen kann. Wenn wir uns aus dieser Perspektive der Frage nähern, wie sich die politische Erwachsenenbildung entwickelt hat und was ihr auch vorausgegangen ist, dann können wir systematische Ausbildungsgänge und etablierte Institutionen zunächst einmal beiseite lassen und unseren Blick auf eher informelle Orte öffentlichen Lernens richten, wie Salons, Lesegesellschaften, Jugendburgen oder diskutierende Wohngemeinschaften. Wir können über Bildungsprozesse sprechen, die in sozialen Kämpfen eingebunden waren, an spontanistische Aktionen und. Nicht nur in Dresden wäre auch von lebensreformerischen Experimenten zu berichten, in denen ganze Siedlungen um Veranstaltungs- oder auch Bildungshäuser herum gebaut wurden.
Natürlich stimmt es trotzdem. Wenn wir sagen, die Geschichte der politischen Erwachsenenbildung lässt sich in Deutschland erst sinnvoll nach dem Jahr 1945 erzählen. Das ist in der deutschen politischen Bildung auch nichts Ungewöhnliches. Aber wir können die Vielfältigkeit dieser Bildungslandschaft und ihre vergleichsweise gute institutionelle Absicherung und staatliche Finanzierung nicht verstehen, wenn wir uns nicht klar machen, dass schon seit der Aufklärung Traditionen geselliger Verständigung über politische und gesellschaftliche Fragen entwickelt wurden. Auch diesen Gedanken verdanke ich Paul Tschubke, wie überhaupt das heutige Stück sehr stark von seinem wundervollen Text profitiert. Gesellige Formen der Verständigung über politische und gesellschaftliche Fragen. Was für ein großartiger Ausdruck. Das interessiert uns hier an der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Und deshalb schauen wir uns das doch noch mal genauer an. An was wäre in diesem Zusammenhang überhaupt zu denken? Okay, den Anfang machen die Lesegesellschaften, Gelehrtenvereinigungen und Salons, die bereits im Kontext der Aufklärungszeit entstanden sind. Hier trafen sich zumeist sehr bürgerliche Gruppen von Gleichgesinnten, um sich über aktuelle Schriften, Ideen und politische Pamphlete auszutauschen. Es handelt sich um einen Umschlagplatz von Ideen und Meinungen. Und auch wenn es uns heute vielleicht schwerfällt, müssen wir uns diese Salons, Lesekreise und Debattierclubs wirklich als hochgesellige Orte vorstellen. Hier pulsiert das Leben, es wird gestritten und gelacht, getrunken und gesungen. Um sich die Vielfalt und Lebendigkeit dieser eher informellen, aber gleichzeitig doch auch gut institutionalisierten Bildungslandschaft ein bisschen besser vorzustellen, können wir uns vielleicht eine kurze Beschreibung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft zum sogenannten Geselligkeitsprojekt in Berlin um 1800 anhören. Wir zitieren. Keine andere deutsche Stadt hatte um 1800 ein so reiches und vielschichtiges Vereinsleben wie Berlin. Nahezu täglich konnte der bildungshungrige und nach geselligem Austausch strebende Berliner, ob nun bürgerlicher oder von Adel, Handwerker, Beamter, Lehrer oder Offizier, jüdischer oder christlicher Konfession, einen ihm gemäßen Verein oder Salon besuchen. So trafen sich montags seit 1749 die Mitglieder des Montagsclubs im Englischen Haus. Dienstags erwartete Henriette Herz in ihrer Wohnung in der Spandauer Straße, später in der Neuen Friedrichstraße ihre Gäste. Hier, wie auch in den anderen Salons, waren Frauen, die zu den Vereinen und Gesellschaften mit programmatischer Zielsetzung nur bedingt als Zuhörerinnen und Gäste Zutritt hatten, der unumstrittene Mittelpunkt einer mehr oder weniger zwanglosen Geselligkeit. Ebenfalls dienstags traf sich seit 1808 die Zeltersche Liedertafel und seit 1773 die Gesellschaft Naturforschender Freunde. Letztere besaß seit 1791 ein eigenes Haus in der Französischen Straße Nummer 29, das auch ein Naturalienkabinett beherbergte. Mittwochs tagte die sich von anderen Vereinen abgrenzende Fesslersche Mittwochsgesellschaft, aber natürlich auch die berühmtere geheime Mittwochsgesellschaft, die überwiegend aufklärend politisch ausgerichtet war. Donnerstags traf sich die Lesende Gesellschaft beim Verleger Georg Andreas Reimer. Seit 1765 kam das Donnerstagskränzchen bei einem ihrer Mitglieder zusammen, und auch die Philomatische Gesellschaft hatte seit 1800 donnerstags ihre Zusammenkünfte. Freitags nachmittags traf sich die Gesellschaft zur ökonomischen Feuerung auf dem Werderschen Rathaus und seit den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts tagte am Abend die Graeca. Der Sonnabend war der Versammlungstag der Humanitätsgesellschaft im Haus der Loge Royal York. Täglich konnte in Werkmeisters Leseinstitut in der Jägerstraße die neueste Literatur diskutiert werden, während sich der Schachliebhaber mit Gleichgesinnten seit 1803 im Schadowschen Schachclub, der auch eine eigene Bibliothek und ein Lesezimmer besaß, in der Taubenstraße, später unter anderem in der Jägerstraße, versammelte.
Einen Ausgangspunkt des Geselligkeitsprojekts, das für die Metropole Berlin um 1800 von zentraler Bedeutung ist und sich auf eine markante zeitgenössische Theoriebildung stützen kann, liefert Wilhelm von Humboldts Plädoyer von 1792 für eine Selbstorganisation der Bürgergesellschaft in einer Vielzahl von staatsunabhängigen sogenannten Nationalvereinen, die er ausdrücklich als eine Schule der Selbstverantwortung, der Selbsttätigkeit und der freien Selbstbildung versteht. Soweit Motschmann für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft. Motschmann sieht hier eine frühe Form der Zivilgesellschaft aufscheinen, zu der allerdings nur ein sehr erlauchter Kreis von Bürgerinnen und Bürgern Zugang hatte. Nichtsdestotrotz handelt es sich, genau wie sie sagt, ganz sicher um Selbstbildungsprozesse und, darüber hinaus, auch um einen Umschlagplatz von Ideen und Meinungen in einer Atmosphäre der Geselligkeit. Die Darstellung liest sich ja so ein bisschen wie die Seite eines Stadtmagazins, in dem Veranstaltungen annonciert werden. Wo gehen wir denn heute mal hin? Es war von Kränzchen die Rede, wie Kaffeekränzchen. Daraus lässt sich auch heute noch etwas machen. Schauen Sie doch bei Gelegenheit mal in unseren Ideenpool. Tschupke nennt das entsprechend auch lernende Geselligkeit. Und diese Geselligkeit hatte sich durchaus auch vorgenommen, über die geselligen Kreise hinaus auch tief in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das sieht man dann auch im Kontext der bürgerlichen Revolution. Denn im Kontext der bürgerlichen Revolution und des damit auch wachsenden Nationalgefühls wünschte man sich die Anhebung des Bildungsniveaus der Gesamtbevölkerung. Aus heutiger Sicht handelt es sich bei diesen Ideen eher um nationalistische und chauvinistische Konzepte. Nichtsdestotrotz entwickelt sich in diesem Kontext spätestens seit dem Vormärz die Arbeiterbildungs- und Handwerkervereine. Später auch die katholischen Bildungsvereine und die großen Volksbildungsvereinigungen, aus denen dann noch später die Volkshochschulen hervorgehen werden. Wir können uns diese Vereine, insbesondere die Arbeiterbildungs- und Handwerkervereine, durchaus als frühe Zusammenschlüsse der Arbeiterbewegung vorstellen. Denn sie wurden nicht nur als Bildungsorte verstanden und genutzt, sondern auch als Orte zur Organisation von Selbsthilfe und Solidarität und trugen damit nicht unerheblich dazu bei, dass sich die Arbeiterklasse ihrer selbst bewusst wurde. Denken Sie an unser Stichwort Geselligkeit, hier vielleicht eher als Vergesellschaftung. Auf diesem Weg entstehen dann auch die ersten sozialdemokratischen Gruppen. Und als Antwort auf diese Entwicklung bauen dann sozialliberale Kräfte auch die Gesellschaft für die Verbreitung von Volksbildung, GVV, auf. Die GVV entwickelt sich dann zur größten Volksbildungsvereinigung der Welt, die sich zum Zwecke verschreibt, Zitat, sowohl die städtische als auch ländliche Bevölkerung dauernd mit Bildungsstoff und Bildungsmitteln zu versorgen und sie im höheren Grade zu befähigen, ihre Aufgaben im Staate, in Gemeinde und Gesellschaft zu verstehen und zu bewältigen. Zitat Ende. Spannend ist auch, dass sich bereits hier eine erste Debatte um die Notwendigkeit ergibt, sich im Kontext von Bildungsprozessen politisch zurückhaltend zu verhalten. Das Stichwort lautet politische Neutralität. Die GVV verstand sich, ihrem offiziellen Selbstverständnis nach, in diesem Sinn als politisch neutral. Man verfolgte aber durchaus dezidiert politische Zielsetzungen, zum Beispiel im Kontext der Volksbildung, die Kluft zwischen Klassen und Schichten zu überbrücken sowie die innere Einheit des Volkes zu stärken. An diese Debatten schließt sich sehr viel später dann auch die Debatte um den Beutelsbacher Konsens noch einmal an und die Frage, ob dieser Konsens für die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung überhaupt sinnvoll ist. Okay, aber das führt hier zu weit zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Zwischenzeit waren neben Arbeiter-, Handwerker- und Volksbildungsvereinen auch der Katholische Volksverein, der Bildungs- und Schulungsarbeit für Erwachsene durchführt, gegründet worden. Und zwar sehr erfolgreich. Er war zwar eigentlich darauf gerichtet, die spezifisch katholischen Bildungsdefizite zu beseitigen, hat aber durchaus auch Wert darauf gelegt, in diesem Rahmen eine gute staatsbürgerliche Gesinnung zu stiften.
Wir sehen also, politische Erwachsenenbildung überall durchaus milieuspezifisch ausgeformt und nach der Salonkultur, die auf die großen Städte beschränkt geblieben ist, auch recht inklusiv, wie wir heute sagen würden, und das hört auch in der Weimarer Zeit nicht auf. Okay, dann gehen wir mal hin nach Weimar. Was passiert mit der politischen Erwachsenenbildung in der ersten deutschen Demokratie? Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Nicht nur der staatsbürgerliche Unterricht, sondern auch die Förderung der Volksbildung hatte in der Weimarer Zeit Verfassungsrang. In dieser Zeit wurden sowohl die Volkshochschulen als auch die Heimvolkshochschulen gegründet. Es entstanden Akademien und Arbeiterbildungsinstitute. Mit Blick auf die Formenvielfalt dürfen wir uns diese Strategien auch nicht als trockene Bildungsveranstaltungen vorstellen. Denn was sich hier entwickelt, sieht oft ganz unterschiedlich aus. Es entstehen Bibliotheken, Laienspielkreise, Volksbühnen und Museen, Zeitschriften und Verlage, Bildstellen, Film- und Radioproduktionen. Auch die erste Vorläuferin der heutigen Bundeszentrale für politische Bildung entsteht in dieser Zeit, die sogenannte Reichszentrale für den Heimatdienst, die 1918 bis 1933 allerdings vorrangig als Propagandaeinrichtung für nationalpolitische Zwecke dient. Überhaupt lassen sich die Motive der unterschiedlichen Volksbildungsinstitutionen aus dieser Zeit im Rückblick recht leicht identifizieren. Die Bildungsprozesse sollten entweder der Kirche und dem Glauben dienen, wenn sie kirchlich getragen waren, der Klasse oder dem Volke, der Rasse und nur in ausgesprochenen Einzelfällen der Demokratie. Am deutlichsten auf dem Boden der Demokratie standen die sozialdemokratischen Einrichtungen sowie die als politisch neutral apostrophierten, tatsächlich aber demokratisch parteinehmenden Volkshochschulen und Heimvolkshochschulen. Warum ist das so? Zunächst muss man sich klar machen, dass der Erste Weltkrieg bzw. sein als Katastrophe empfundenes Ende sich wie ein Katalysator auf die Entwicklung der Volksbildung in der Weimarer Republik auswirkten. Man wünschte sich eine Volksbildung durch Volksbildung. In der Zerrissenheit dieser Zeit gab es einen ausgeprägten Wunsch nach Ganzheit. Es ging um die Herstellung einer Volksgemeinschaft, notfalls zunächst im Kleinen, in dem, so zumindest die Hoffnung, im gemeinsamen Gespräch die politischen und sozialen Gegensätze überwunden werden, damit es zu einer Erneuerung der Volksgemeinschaft kommen könnte. Das klingt nicht unbekannt, auch in der heutigen Zeit. Denn auch heute versprechen sich nicht wenige mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Dialog. Die Überwindung von Gegensätzen und gesellschaftlicher Polarisierung durch Sprechen oder geduldiges Zuhören. Und nur sehr langsam setzt sich auch heute der Gedanke durch, dass Dialog nicht immer und in jedem Fall möglich ist. Das war auch damals so. Auch damals gab es KritikerInnen dieser Strategie. Theodor Geier zum Beispiel, der Geschäftsführer der Volkshochschule Groß-Berlin, oder Paul Honigheim aus der Volkshochschule Köln kritisierten schon damals diese Vorstellung als neoromantischen, wirklichkeitsverkennenden Ansatz, der deutlich zum Scheitern verurteilt sein musste. Der Streit zog sich letztlich durch die gesamte Weimarer Zeit. Nichtsdestotrotz können einige Institutionen und bildungspolitische Ideen der Weimarer Zeit als Vorläufer oder Experimentierraum für die moderne demokratische Bildung gelten. Wie Tschupke schreibt, Zitat, dass Einrichtungen der politischen Bildung auch heute noch überdurchschnittlich häufig eine eigene Bildungsstätte mit Internatsbetrieb besitzen, geht auf die hohe Wertschätzung zurück, die die Heimvolkshochschulen in den 1920er Jahren erfuhren. Zitat Ende. Die bürgerliche Jugendbewegung hat dieses Konzept mit der Idee der Jugendburgen, heute Jugendherbergen, damals sogar noch fortentwickelt. BildungsteilnehmerInnen sollten die Möglichkeit bekommen, an besonderen Orten und fernvoll von alltäglichen Mühen und Sorgen über politische und soziale Fragen nachzudenken und Neues auszuprobieren.
Insbesondere die Heimvolkshochschulen Dreißigacker und Sachsenburg galten als Vorreiter und arbeiteten didaktisch nach einer Strategie, die man heute wahrscheinlich Open Space oder auch Barcamps nennen würde. Denn die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, die Themen der Bildungsveranstaltungen weitgehend selbst und ad hoc zu bestimmen. Aber auch an anderen Orten wurde schon damals Wert auf selbstbestimmte didaktische Arbeitsweisen gelegt, die also weniger auf die Vermittlung von Wissen als auf die Stärkung methodischer und lebensweltlicher Fähigkeiten legten. Das klingt wirklich alles schon sehr gegenwärtig. Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang auch die Arbeit von Adolf Reichwein, der Leiter der Volkshochschule Jena, der im Kontext politischen Lernens bereits früh auf Filme und Medien zurückgegriffen hatte, sowie Exkursionen und Studienreisen zu politischen Lernorten durchgeführt hat. Einer der Lernorte, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse war das Volkshochschulheim in Prerow an der Ostsee, das von Fritz Klatt geleitet wurde. Prerow war schließlich auch der Ort, an dem sich 1931 die führenden Vertreter der Volksbildung versammelten, um über Grundsätze, Ziele und Formen der Abendvolkshochschulen zu beraten. Herausgekommen ist die sogenannte Prerower Formel, die lautet: Das Bildungsziel ergibt sich aus der Notwendigkeit der verantwortlichen Mitarbeit aller am staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gegenwart. Die erzieherische Wirkung der Abendvolkshochschule liegt in der Klärung und Vertiefung der Erfahrung, der Vermittlung gesicherter Tatsachen, der Anleitung zum selbstständigen Denken und der Übung gestaltender Kräfte. Hier haben wir also einen frühen Grundkonsens über Bildungsperspektiven und Strategien in der politischen Erwachsenenbildung. Solche Konsensformulierungen sind für einen Bildungsbereich, der von jeher zum Streit neigt, immer etwas überaus Wertvolles. Auch wenn dieser Konsens, wie Sie sich leicht vorstellen können, mit dem Jahr 1933 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten zunächst einmal wieder hinfällig geworden ist. Eine deutsche, freie, politische Erwachsenenbildung gab es nach 1933 bestenfalls im Exil oder in sehr wenigen, sehr geschützten Räumen. Zu sprechen wäre jetzt von den umfassenden weltanschaulichen Schulungsapparaten der NSDAP oder der SS. Wobei diese Schulungen in der bildungshistorischen Forschung nicht mit dem Begriff politischer Bildung beschrieben werden. Aber das greift möglicherweise zu kurz, denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir über die Konzepte und Ideen der politischen Erziehungsbemühungen dieser Zeit verhältnismäßig wenig. Tschupke schreibt dazu, Zitat: Die Erfahrungen der Jahre 1933 bis 1945 haben nicht nur die Menschen selbst geprägt, sondern auch die Vorstellung und das Wissen über die Notwendigkeit und die Problemzonen politischer Erwachsenenbildung. Die weitgehend zivilgesellschaftliche Jugend- und Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik verdankt sich auch dieser Erfahrung. Zitat Ende. Wenn wir deshalb an dieser Stelle direkt zum Jahr 1945 wechseln, dann tun wir das nicht, weil sich aus der Betrachtung der politischen Erwachsenenbildung im Nationalsozialismus nichts lernen ließe, sondern weil wir viel zu wenig darüber wissen. Und damit verbunden lohnt es sich auch gleich zu sagen, dass die Geschichte der politischen Erwachsenenbildung nach 1945 hier zunächst als westdeutsche Geschichte erzählt werden muss. Und erneut ist der Grund dafür nicht, dass sich aus den Strategien der politischen Erwachsenenbildung der DDR nichts Vernünftiges lernen ließe, sondern dass wir zu wenig darüber wissen. Falls jemand unter den Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Lecture sich berufen fühlen würde, etwas aus dieser Zeit zu erzählen, scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir wären überglücklich, wenn es uns gelingen würde, diese peinliche Lücke zu schließen. Okay, aber jetzt bringen wir die Sache hinter uns. Wir sind im Jahr 1945 angekommen.
Initiativen zur politischen Bildung ergeben sich sowohl schulisch wie außerschulisch zunächst durch Initiativen der Alliierten. Die brauchen nämlich Unterstützung. Es sollen Helferinnen für die demokratische Erziehung Deutschlands herausgebildet werden. Es geht um Rezivilisierung und Persönlichkeitsbildung, um das Herauslösen des Menschen aus der Masse. In den 50er Jahren beginnt dann nach und nach auch eine erste selbstbestimmte und vielstimmige Diskussion. Hier finden sich ganzheitliche Ansätze wie die von Fritz Borinski, der nicht allein den Staatsbürger oder die Staatsbürgerin, sondern den ganzen Menschen politisch bilden wollte. Es finden sich existenzialistische Ansätze wie die von Ballauf, der den heutigen Menschen, also den der 50er Jahre, lehren wollte, die Moderne schlicht und ergreifend auszuhalten. Ambiguitätstoleranz wäre hier eine gegenwärtige Vokabel, mit der sich das Konzept in den heutigen Diskurs übersetzen lässt. Und es gibt auch radikaldemokratische Ansätze, wie beispielsweise der von Helmut Becker, der formuliert hat, Zitat, politische Bildung in der spannungslos gewordenen Demokratie hat als vornehmste Aufgabe die Bildung aktiver Minderheiten, deren Eigenschaften ein konstruktiver Nonkonformismus sein sollte. Zitat Ende. Das klingt jetzt wiederum interessant im Kontext der derzeitigen Debatten rund um den Kampfbegriff Identitätspolitik. Da blühen also viele Blumen in den 1950er Jahren. Da lässt sich einiges entdecken. Durch den Sputnik-Schock am Ende der 50er Jahre dreht sich die Bildungsperspektive im Bereich der Erwachsenenbildung aber zunächst erst einmal recht gravierend weg von idealistischen Perspektiven, die sich für die Demokratisierung und Persönlichkeitsentwicklung der Einzelnen interessieren, hin zu verwertbaren ökonomischen oder technologischen Perspektiven. Das Stichwort lautet die realistische Wende. Unter dieser Überschrift lässt sich eine komplexe und nachhaltige Kulturverschiebung in der Erwachsenenbildung zusammenfassen, die letztlich darauf gerichtet war, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Die Menschen sollten lernen, sich anzupassen, beruflich weiter zu qualifizieren, an Umschulungen teilzunehmen und ähnliches mehr. Die Erwachsenenbildung wird in diesem Zug zwar deutlich ausgebaut, das ist gut, aber demokratische Selbstbildung tritt trotzdem gegenüber verwertbareren Interessen weiter in den Hintergrund. Und das bleibt auch lange so. Es passiert aber gleichzeitig noch eine zweite Sache. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Das mit der Geselligkeit, das gibt es plötzlich nicht mehr. Erwachsenenbildung rückt jetzt in den erweiterten Raum der Arbeitswelt. Die Menschen sollen sich fit machen, selbst verbessern. Bereits jetzt beginnt die Optimierungsmaschine anzulaufen. Es geht dabei nicht um Spaß und Unterhaltung. Mag sein, dass für das postnationalsozialistische Deutschland der Gegenstand Politik sowieso seine Leichtigkeit verloren hatte. Aber die realistische Wende trieb der politischen Erwachsenenbildung dann endgültig alle Flausen aus dem Kopf, wenn Sie mir diese flapsige Bemerkung erlauben. Eine Gegenbewegung lässt sich zwar im Kontext oder besser in der Folge der Studierendenbewegung der späten 1960er und 70er Jahre und den neu aufkommenden sozialen Bewegungen wie Friedens-, Umwelt- und Frauenbewegung identifizieren, aber diese lösen das Verwertungs- und Nützlichkeitsparadigma nicht auf, sondern treten nur daneben, und zwar ganz wörtlich. Das heißt, neben die institutionalisierten Träger der Erwachsenenbildung gesellen sich jetzt neue informelle Lernorte wie soziokulturelle Zentren, Bildungswerke und Werkstätten oder Infoläden und ähnliches mehr. Hier entsteht sozusagen eine alternative Erwachsenenbildung mit dem Leitziel der Emanzipation und Gesellschaftsveränderung. Die Überschrift, die für diese Perspektivveränderung gefunden wurde, lautet reflexive Wende oder auch Alltagswende. Es entstehen, wie Hufer in einer wichtigen Schrift zum Thema sichtbar macht, neue erwachsenenpädagogische Leitbegriffe wie Subjektivität, Alltagswelt, Alltagswissen, Lebenswelt und Lebensweltorientierung, auch Deutungsmuster, Selbstkonzept und so weiter und so fort. Der zentrale Begriff der Wende
in Alltagswende oder reflexive Wende, soll dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit diesen Wenden nie ein vollständiger Wechsel vollzogen worden ist, sondern sich vielmehr seit dieser Zeit zwei gegensätzliche Ideen im Bereich der Erwachsenenbildung nebeneinander gestellt haben. Eine Idee ist recht zweckmäßig darauf gerichtet, Nützliches im Sinne von auch beruflich qualifizierendes und verwertbares Wissen oder die entsprechenden Kompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen. Und eine zweite, bei weitem schwächere Idee, bei der es darum geht, eher idealistisch auf die Stärkung der Individuen und ihrer gesellschaftlichen Bindungskräfte zu setzen. Daran ändert sich auch im Kontext der echten politischen Wende, also der Selbstauflösung der DDR, nicht wirklich viel. Zwar stärkt der Transformationskontext durchaus die Einsicht in die Notwendigkeit und Möglichkeit demokratischer Bildung, auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Gleichzeitig überlagern die Herausforderungen beruflicher Neuorientierung und Umschulung einer gewaltigen Gruppe von Menschen diese Perspektive aber bei weitem. Es kommt, wie Hufer sagt, zu einer Verbetriebswirtschaftlichung der politischen Bildungsarbeit. Bildungsteilnehmerinnen werden jetzt zu Kundinnen, deren Ansprüche und Wünsche nach nützlicher Qualifizierung und Leistungsverbesserung Bildungsangebote weitgehend bestimmen sollen. In den Volkshochschulen schmilzt der Programmbereich Politik und Gesellschaft entsprechend zunehmend zusammen. Es ist eine traurige Geschichte, die ich hier gerade erzählen muss. Sie muss aber erzählt werden, auch um zu verstehen, wie es um die politische Erwachsenenbildung auch heute noch steht. Man könnte nämlich sagen, die politische Erwachsenenbildung hat heute wieder so etwas wie eine kleine Konjunktur, aus traurigen Gründen leider. Das hat mit dem Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Gruppen und Gedanken zu tun, mit Querdenkerinnen und Migrationsbewegungen sowie mit Kohäsionsverlusten. Wir leben heute in einer Zeit, in der gesellschaftliche Bindungen offenbar sehr lose werden. Wir reden von einer Stärkung politischer Bildung im ländlichen Raum und damit ist keine Jugendbildung gemeint oder zumindest nicht in erster Linie. Die politische Bildung soll, wie so oft als Feuerwehr, gesellschaftliche Verwerfungen flicken. Das kann sie nicht und das soll sie auch nicht. Aber sie könnte, wie es bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert wurde, auf der Grundlage der Einsicht in die Notwendigkeit der verantwortlichen Mitarbeit aller am staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gegenwart, an der Klärung und Vertiefung der Erfahrung, der Vermittlung gesicherter Tatsachen, der Anleitung zum selbstständigen Denken und der Übung gestaltender Kräfte arbeiten und so dazu beitragen, dass wir uns in einer durchaus komplexen Gegenwart zurechtfinden und zu gemeinsamen und wohl abgewogenen demokratischen Lösungen finden. So, mit diesen Worten aus der Preroer Erklärung von 1920 wollen wir es für heute belassen. Mir ist wohl bewusst, dass wir durch die Geschichte der Erwachsenenbildung nach 1945 nur sehr oberflächlich und sehr schnell hindurchgeritten sind. Aber wir wollen die Abendschulstücke auch nicht sehr viel länger als 30 Minuten andauern lassen. Und wir haben ein wunderbares Stück von Klaus-Peter Hufer, das als Einführung in die Gegenwart der politischen Erwachsenenbildung helfen kann, die ein oder andere Lücke zu schließen. Schauen Sie sich das gerne an. Bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie die Abendschule bald wieder. In diesem Sinn, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir natürlich zu danken. Und selbstverständlich ist dieser Text nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern bezieht sich auf Arbeiten, die ihm auch vorausgehen, die wir hier nochmal in der Literaturliste angegeben haben.